Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, einen schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, dass wir mal gucken, einen Ausgangspunkt zu finden für ein Thema, dann den möglichen Segen dahinter entdecken, die Herausforderung dahinter und wie wir beides unter einen Hut kriegen. Und zum Schluss nehmen wir dann noch so eine Botschaft, mit der wir uns mit dem Thema näher beschäftigen können. Ich habe mir überlegt, wir machen es mit 2 Decks. Ich nehme erstens die Lennys und lege dann Kipperkarten drauf und wir beenden das Ganze dann entweder mit einem Krafttier oder ja, mache ich spontan. Also, was ist die Ausgangsposition? Was ist das Thema? Wir haben hier die Hindernisse. Und vielleicht dieses Ding, dass wir nicht so richtig an die Infos kommen, die wir brauchen, oder dass sich im Verborgenen etwas nicht richtig an die Oberfläche zeigen möchte. Möglicherweise hält man hier auch bewusst etwas hinterm Berg. So, wo ist der Segen? Wo könnte ein möglicher Segen sein? Da geht die Sonne im Leben auf, wie wunderbar. Mehr Energie steht zur Verfügung. Wo liegt oder könnte die Herausforderung liegen? Ein Kampf, Familienthemen. Oberflächlichkeit, ein kurzes Ergebnis, ein Frieden schließen, das vielleicht nicht richtig reicht, um die Tiefe zu sein, oder auch, es geht um Familienthemen mit. Ne? Ich erläutere es gleich noch weiter. So, was kann uns helfen, beides unter einen Hut zu bringen? Ja, unterm Deck haben wir noch die Sterne, das ist eine sehr klärende Sache. Ich nehme gerade noch das Ende, dann legen wir die Kipperkarten noch drauf. Ich mag die Legung irgendwie, man kann sie auch für sich selber machen. So als Wochenchallenge oder Themen der Woche. Man braucht nicht so viele Karten und man kann trotzdem ins Detail gehen. So, also, was ist das hier, das im Verborgenen liegt, das nicht richtig raus kann? Der Ausgangspunkt. Der Erfolg in der Liebe. Wir haben hier die Hoffnung, das große Wasser. Und die Challenge ist ja der lange Weg. So, dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Der Ausgangspunkt ist eigentlich eine gute Situation, denn hier haben wir 2 Hindernisse oder Dinge, die man mit sich selbst ausmacht oder die so, wo man immer denkt, ich müsste vielleicht noch mehr wissen oder ich halte mich bedeckt oder so. Oder wo man auch denkt, ich rede nicht vorher, nachher stimmt es nicht, sowas alles. Und dabei ist es eine Blockade, die man sich selbst errichtet, denn mit dem guten Ausgang in der Liebe ist es so, es geht um sehr viel Zwischenmenschliches, es geht um irgendwo ein Happy End, das ansteht. Es kann ja auch der Beginn einer neuen Liebe sein zum Beispiel. Die Karte dreht auch negative Karten um, also das Hindernis ist vielleicht hier gar nicht vonnöten oder ist hausgemacht. Und es ist auch irgendwo ein Glücksgriff, ein Neubeginn, der hier ansteht, auf zu neuen Ufern, zu einer neuen Erfahrung. So, dann haben wir hier den Segen, hier geht schon mal die Sonne auf, es kehren die Lebensgeister zurück. Wir haben die Ja-Energie für Langfristigkeit auch. Und wir haben hier auch wieder mehr
dieses Gefühl, ich bin positiv ausgerichtet. Ne? So, und mit der Hoffnung, dem großen Wasser, das ist für mich immer so ein bisschen die Karte Schiff. Ne? Im Lenormand, da geht es nämlich um unsere Träume, um unsere Wünsche, um unsere Sehnsüchte. Und hier kann sehr viel Energie freigesetzt werden. Das passt deshalb mit der Sonne tatsächlich gut. Das ist der Segen in der Situation. Aber man prüft auch, ne, wie viel Bodenhaftung habe ich, wo ist Traum und Wirklichkeit, wo kann ich was miteinander verbinden, das dann auch umgesetzt werden kann langfristig. Das ist die Energie, die hier liegt, das ist der Segen. Ne? Hier wendet sich etwas, hier kommt etwas in den Flow und man spürt vielleicht auch, wo man sich irgendwo Illusionen gemacht hat von etwas, was gar nicht machbar ist und man nutzt dieses Potenzial einfach besser. So, was könnte die Challenge sein? Da habe ich eigentlich ein Pendant. Wir haben mit dem Klee die kurzen Wege, die Oberflächlichkeiten, das Schnelle. Vielleicht ist es auch hier ein scheinbar schnelles Ergebnis, das sehr oberflächlich ist. Also dass auf die längere Zeit eben nicht machbar ist, denn wir haben mit dem langen Weg eigentlich die Geduldskarte oder die Verzögerung. Ne? Hier braucht man einen langen Atem, das könnte die Herausforderung sein. Oder hier ist nur etwas kurz verfügbar, das dann doch nicht zum Ziel führt. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Karte, wo zwar Geduld gefordert ist oder auch Verzögerung, aber wo das Ergebnis nachher sehr viel besser ist. Ne? So, dann haben wir, wie könnten wir beides miteinander verbinden? Und da habe ich hier das Schiff und die Schlange, also vielleicht auch mal einen Umweg nehmen, einen anderen Weg wählen, eine Sache, die man immer so gefahren hat, mal flexibel mit einer Kurve in eine andere Richtung bringen. Möglicherweise ist hier auch eine Person, die von weiter weg kommt, die hier nennt sich Unterstützer ist oder Freund oder die einfach hilft, auf dem Weg zu bleiben. An sich ist es also, bleib auf Kurs, ne? Akzeptiere die Verstrickung oder die Verschlängelung und bleib einfach auf Kurs. Jetzt möchte ich gerade noch gucken, wo ich denn jetzt meine Karten hin, was sich hier unter dem Deck noch befand. Und das ist tatsächlich das Verbindliche, das Vertragliche, die Zweisamkeit, vielleicht auch sich mit jemandem zusammentun oder unterstützt von Personen, diese Challenge zu bestehen. So, und was hilft uns in dieser Situation? Da haben wir die Kröte, das ist eine Prüfung. Hier hätten wir das Bestehen einer Prüfung. Schauen wir, was die uns noch mitgibt. Ja, die Kröte möchte Aufmerksamkeit haben. Sie hat einen weisen Rat von uns, einen wichtigen Hinweis. Und wir dürfen gucken, dass wir achtsam sind, denn was die Kröte mitzuteilen hat, ist sehr entscheidend für unseren weiteren Werdegang. Es kann ja auch eine Botschaft von oben sein. Auf jeden Fall geht es ums aufmerksame Lauschen. Geht darum, Innenschau zu betreiben, in den Spiegel zu gucken und Antworten zu finden auf das, was man sucht. Die Karte bringt einen auch in Kontakt mit seiner eigenen Weisheit. Also es ist vielleicht eine Blockade, die nicht sein müsste, weil man die Antwort kennt. Und es geht darum, nicht so aufs Außen zu schauen oder auf Äußerlichkeiten, denn hier liegt der wahre Reichtum sozusagen im Innern und es ist eine Zeit, wo sich dieser auch entfalten darf. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde die Legung sehr schön und ich möchte sie öfters machen. Wie gesagt, man kann es auch fürs Wochenende machen nur oder für sich persönlich oder für den Tag. Ne? Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis bald.